Eine 40-jährige Geschäftsbeziehung ist im digitalen Zeitalter eine Ewigkeit. So mancher von uns war damals auch noch gar nicht geplant. Als über 50 Jahre altes Softwarehaus schauen wir heute einmal zurück und auch nach vorne. Und zwar gemeinsam mit unserem Kunden Michael Schuld aus Hamburg. In Sachen Buchhaltung macht ihm im Groß- und Außenhandel so schnell niemand etwas vor. Hallo Michael und hallo Dirk. Ihr arbeitet ja schon, oder du arbeitest ja mit Softwarepartner schon seit, auch in deinem vorherigen Job schon seit 40 Jahren zusammen. Ähm, Ja, Jetzt seit 2007 selbstständig. Ähm, und wir beide kennen uns jetzt seit 5 Jahren, seitdem ich hier bei Softwarepartner bin. Kommen wir jetzt mal zu dir. Du bist Geschäftsführer und Eigentümer der Filet Buchhaltungsdienste EK, ne? genau, ja. Wo Wir, habt ihr euren Sitz und was macht ihr? wir sitzen in Hamburg, also so eigentlich zentral für unsere Kunden erreichbar. Die besuchen uns auch Ja, öfter. ja, In Hamburg-Bahrenfeld, also ja, Abfahrt Volkspark, ich weiß nicht, wem das was sagt. Und wir haben ja hier ein kleines Büro. Wir sind ja auch kein Riesentrupp, ja. sondern 8 Leute. Die 15 Gesellschaften bearbeiten wir mit der Software. Hm. Ungefähr 300 Millionen Umsatz, würde ich so Ja, über den Daumen jetzt einfach mal sagen, für und mit ungefähr doppelte Anzahl Standorte. Also das sind ja, zum Teil mehr Filialisten, die überwiegend unter der Edeka-Flagge arbeiten. Oder wir haben auch einen Rewe-Kunden mit mehreren Rewe-Filialen. ja. Du machst Buchhaltungsdienste. Dieses Filet, das schreibst du hier mit großem F, dann kleines I, dann wieder großes L, E, H. Ja, Wofür steht das? ja, da habe ich doch eine Weile drüber gegrübelt. Das steht für Finanzbuchhaltung für den Lebensmitteleinzelhandel. Und der Ja, schreibt sich ja FI, also F das I klein und ja, LEH, alle Buchstaben groß. ja. Das, Du warst ja schon bei der Deutschen Spar AG oder früher hieß das nur Spar ja, Union sogar mal, ne? Das war die Hm. Spar AG oder dann die Spar GmbH. Ja, War ja eigentlich eine große Nummer in Deutschland und da habe ich tatsächlich auch äh, schon 25 Jahre mit S&S gearbeitet. hm. Daher kenne ich die Software sozusagen und die haben wir dann übernommen sozusagen, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, mit Ja, euch weiterentwickelt ja. und weil auch ja, wir gleich wie unsere Kunden damit sehr zufrieden waren. Ja, ich merke, kriege das ja auch mal mit. Du bist ja immer im engen Kontakt mit dem Frank Hein, der bei uns Ja, da die Entwicklung organisiert. Diese Buchhaltungsdienste, die machst du aber jetzt heute nicht nur für Spar. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch Sparmärkte? Gibt es gar ja, nicht nicht mehr, in ne? Deutschland. Nein, nein, wie Hm. eben schon gesagt, Ähm, die meisten sind Rewe, Edekaner. Edeka, Großhandel. Und dein größter Kunde, was hat der so für ein Buchungsvolumen pro Tag, damit man mal eine Vorstellung kriegt? Ja, gut, wir bekommen natürlich von der Großhandlung, mit der wir hauptsächlich zusammenarbeiten, Hm. bekommen wir tatsächlich wöchentlich ca. 150.000 Datensätze, die wir aufbereiten Ja. und auch für unsere Kunden sozusagen filtern auf Hm. ungewöhnliche Vorgänge, dass wir Ja. dem Händler sagen können, das machen wir wöchentlich, kriegt er einen Report, das ist nur eine Hm. Seite, da steht drauf, Ja. Mensch, du hast diese Woche gekauft XYZ, die Ja. ungewöhnlich waren, also ein Ja. besonders hoher Betrag oder die Spanne besonders Ja. komisch. Das ist ja auch was, was euch ausmacht. Wenn ich, also, ne, wenn ihr seid jemand, der gerade durch diese Prüfroutinen dem Kunden da sehr viel Arbeit abnimmt und ihm da auch viel Sicherheit gibt, dass in seinem Warenfluss und in seiner Buchhaltung keine ungewöhnlichen Dinge passieren, trotz des ja teilweise gigantischen Buchungsvolumens, wo man schon schnell mal den Überblick verlieren kann, ne? Ja, das auf jeden Fall. So die Menge kann man zu Fuß gar nicht kontrollieren. Das heißt, natürlich wird Ja, jeder Händler auch seine Rechnung mal angucken, aber bei der ja, Masse an Daten, das kann man händisch, glaube ich, nicht so gut leisten. hm, Und das unterscheidet uns, wie du schon sagst, sicherlich von einem normalen Steuerberater, der Rechnungsvorgänge bucht und sicherlich steuerlich auch ein bisschen mehr hm, drauf hat als wir. Aber das Tagesgeschäft, was für so einen Händler wichtig ist, ja, das können wir wirklich super leisten und dabei ein
sagen wir mal, branchenspezifisches Controlling liefern. Ne? Ja, Dass wir immer sagen können, hier bei dem hast du das und das eingekauft, dass der Händler auch weiß, mit welchem Partner bin ich eigentlich gut im Geschäft oder wo wäre noch was ausbaufähig. Also solche Reports können wir halt auch aus der ja, Software liefern. Und ja. der Vorteil, den ich da auch immer sehe, ist, das sind definierte Reports, die wir auf Hm, Knopfdruck bekommen. hm, Das heißt, ich kann nicht durch einen Anwenderfehler, ich sage, ich kenne das von anderen Anwendungen her, mal eine Abfrage machen, wo mhm. ich was vergesse, sage ich mal, oder wo ich Ja, vielleicht an der falschen Stelle einen Parameter setze oder. ja. Das sind in Jahren gereifte Reports, das ist nur eine Hm, Handvoll, aber hm. mit denen kann man richtig gut was anfangen und da sind alle wichtigen Kennzahlen, Rohgewinn, Bezug und Hm. Umsatz und dergleichen. Das finde ich da Ja, wieder und das kann ich dem Händler transparent an die Hand geben damit. ja. Die Mhm. Stärken, du hast es jetzt schon mal gesagt, wenn du da mit ESF arbeitest, für dich so die Stärken sind diese Prüfroutinen. Du bist da ja auch relativ sicher im Zahlenwerk. Wenn du jetzt mal, ich weiß, du kannst das vergleichen, weil du ja auch andere Buchhaltungssysteme kennst, weil teilweise die Kunden ja im anderen Kontext nochmal auch auf andere Systeme setzen. Wenn du jetzt ISF mit anderen Lösungen vergleichst, hast du da irgendwie ein Bild für mich oder wie würdest du ISF da an der Stelle einsortieren? Ja gut, das ist für uns, also wie für ein Handwerker, sage ich mal, Hm. sage ich immer, wir haben die Hilti in der Hand und brauchen davor keinen Vergleich scheuen oder im Hm. Gegenteil, ich kann sagen, ich habe die Hilti und muss nicht die Black Decker nehmen. Ne? Also Ach so. ja, wir, wir, Ja. wir, wir haben damit wirklich was, ja, was genau sprichwörtlich stabil ist Hm. und total sicher, klar. Ja. Und das geht bis hin in die Anwendermasken, sagen wir, wir haben alles total getrimmt auf Schnelligkeit und Effizienz, sag ich mal, Ja. dass wir durch möglichst wenig Eingaben möglichst viel rausbekommen, sag ich mal. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir vom Beleg herkommen und schlank abarbeiten können, selbst wenn wir heute noch nicht die ganz großen Digitalisierten sind Hm. brauchen wir uns wirklich vor keinem verstecken. Wir sind extrem schnell und können, Hm. sagen wir mal, schon am dritten Werktag liefern wir schon unseren Kunden Zahlen. Ja, da haben wir sie vielleicht ein bisschen verwöhnt, aber das können wir. Hm. Also im dritten Die, Werktag des Folgemonats, ne, um das zu ja. erklären. Deine Prüfroutinen, dieses sichere Zahlenwerk, du hast das natürlich auch in Teilen selber ja mit begleitet, die ganze Entwicklung mit begleitet über die Jahre in der Zusammenarbeit. Was sind denn so ein bisschen die Herausforderungen? Du machst ja jetzt nicht nur Einzelhandel, sondern machst ja mittlerweile auch Großhandel. Was macht den Großhandel aus? Was sind da die besonderen Herausforderungen, die du hast? Ja gut, Großhandel ist natürlich so, dass wir da eigentlich einen Schwerpunkt mehr auf das Debitorenmanagement haben. Wir Ja, haben da extrem viele Ausgangsrechnungen, also da wird mehr verkauft sozusagen. ja. Oder wir haben mehr Vorgänge aus dem Verkauf heraus und Hm. entsprechend das Debitorenmanagement je nach Branche. Also ist es dann halt so, dass dann die Zahlungsmoral besser oder schlechter ist und das können wir alles Ja. abdecken durch automatisiertes Mahnwesen und wirklich strukturierte Überwachung mit OP-Listen. Okay, das ist jetzt nichts Besonderes, aber das funktioniert schlank. Das ist Und ja auch dann, ein Unterschied. Im Vergleich zum Steuerberater übernimmst du dann ja an der Stelle auch, und ich meine, im Großhandel ist das ja eine besondere Herausforderung, das Debitorenmanagement, ne? ja, genau, das ist da die Herausforderung. Beim Einzelhandel ist es ja die andere Seite, da kriegen wir viel mehr Eingangsrechnungen. Ja. Und da brauchen wir diese Prüfroutinen, von denen wir vorhin erzählt haben, dass wir auch Hm. sehen können, Mensch, habe ich hier irgendwas bezahlt, was vielleicht nicht so richtig ist. Das Hm. heißt, mit den Prüfroutinen kann ich das erkennen. Des Weiteren habe ich nachgelagert auch noch Reports, die für die Händler auch ganz interessant sind. Zum Beispiel unsere Lieferanten-Einkaufsinformation. Da kriege Ja. ich alphabetisch aufgelistet, bei wem habe ich was gekauft, Hm. also welchen Umsatz habe ich mit meinen Partnern gemacht, um Ja. dann zu sehen, ja, wo ist es spannend oder wo verliere ich vielleicht irgendwas, wo muss ich eingreifen. Das heißt, Ja, du guckst beim Lieferanten auch in den Warenbezug nochmal mit rein und genau. zeigst das deinem Kunden, deinem Mandanten mit auf, wo da die Stärken von welchem Lieferanten sind und wo da die Schwächen sind.
Ja, genau. Wir definieren das sogar Ja, ja, im Wesentlichen für den Einzelhandel zuständig. Wir bilden mit unserer Software praktisch die Abteilung des Marktes auch ab. Wir haben eine ja, Warengruppe, für die ja, wir auch bieten, für Obst und Gemüse, für Fleisch und Wurst oder ja. wie ich das brauche sozusagen. Ich kann das frei definieren, welche Hm. Abteilung habe ich in meinem Markt und wie hätte ich es gerne aufgeteilt. Und so buchen wir den Einkauf und den Verkauf, sodass ich auch Rohgewinne sozusagen ausweisen kann für jede Ja. Abteilung gewünscht. Hm. Wobei Mhm. das ja heute nicht mehr so einfach ist wie früher, ne? Früher hattest du die Kasse, dann hattest du das Kassenjournal und wenn du die eingebucht hast, warst du quasi fertig. Heute hast du nicht nur die Kartenzahlung, sondern Ja, du hast diverse Apps, ja, eine Edeka-App, du hast Coupons und das ist ja doch schon heute eine deutlich höhere Komplexität auch im Einzelhandel an der Kasse, ne? ja, ja. Es ist eine reine Flut geworden an Zahlungsmitteln. Wie du Ja, schon gesagt hast, Bargeld ist natürlich immer weniger, aber ja, Kreditkarten, EC-Karten, ja. Couponing, App und was nicht alles. Und dann gibt es noch Sondersachen oder ja, was man sich alles so nur vorstellen kann. Ich weiß, dass viele große Einzelhändler ein echtes Problem haben, Fachkräfte für die Buchhaltung zu finden, zumal die ja da eine relativ hohe Komplexität hat. Ich weiß, dass du dieses ja, wahnsinnige Buchungsvolumen, ja, täglich dieses gigantische Volumen, was du da durchschiebst, dass du das mit einer relativ kleinen Mannschaft machst. Ich glaube, ihr seid 8 Kollegen insgesamt, ne? Ja, wir sind zu 8 Ähm, und eigentlich auch ja, alle schon zum Teil seit vielen Jahrzehnten schon zusammenarbeiten. ja. Und von daher, das, was du ansprichst, also der Fachkräftemangel, der trifft uns natürlich auch. Es geht mal Hm. jemand in Rente oder es gibt doch mal eine Veränderung. Aber wir haben da zum Glück sozusagen die Lücken da immer besetzen können. Ja, das ist, Ja, ja, weil es auch nicht so häufig ist. Für uns ja. ist das schon eine Herausforderung, mal jemand neu einzustellen. Wenn Vielleicht mich auch, jetzt weil, ein größerer Einzelhändler oder Großhändler anruft und sagt, kannst du mir mal die Telefonnummer von dem Michael Schuld geben? Ich hätte hier noch 5 ja, Globus-Filialen oder sonst noch was. Darf ich die einfach so bedenkenlos weitergeben oder wie gehen wir damit um? ja, also wir können, das ist logisch, mit 8 Leuten Hm. kannst du nur sehr langsam wachsen. Ja. Ja, wir haben im letzten Jahr haben wir unseren Großhändler aufgeschaltet. Da Hm. nochmal vielen Dank auch an deine Truppe und Frank Hein hast du gesagt. Das Hm. im Verhältnis war das wirklich unfassbar. Das haben wir im Vierteljahr geschafft mit Hm. Aufschaltung der Warenwirtschaft und es läuft wirklich ganz toll. Ähm, ja, wenn wir so ein Angebot kriegen, dann werden wir das natürlich prüfen, aber wir könnten jetzt nicht 5 auf einmal nehmen oder so, sondern wenn wir Gut. nochmal aufschalten, dann ist das eine. Und ja, also da will ich die Werbetrommel nicht zu laut rühren, weil wir können es sonst nicht bedienen. Also ich will auch jeden meiner Kunden immer individuell bedienen können. Ich habe es ja gesagt, wir haben nur 15 Hm. Gesellschaften und das sind zum Teil, ist da ein Kunde mit mehreren Gesellschaftern vertreten, Gesellschaften. Das heißt, wir müssen da handverlesen vorgehen und sagen, okay, wir passen wirklich zusammen und dann schalten wir einen auf. Einen. Ja. Und dann Du, müssen wir das erstmal reißen. jeder, der Buchhaltung macht, der weiß, wovon du sprichst und dass man da nicht einfach so skalieren kann. Und ich weiß ja auch von dir, dass du über viele Jahrzehnte eigentlich mit fast allen Kunden zusammenarbeitest Hm. und dass das alles sehr langjährige Beziehungen sind. Und ich weiß ja auch, dass du an der Stelle einige Dinge, die ein Steuerberater macht, halt nicht machen darfst oder auch nicht machen kannst. Dass du auf der anderen Seite natürlich Sachen machst, die so ein Unternehmen unbedingt braucht und dass du das alles für die abdeckst. Ich glaube, du machst auch noch den Zahlungsverkehr. Ja. Du kümmerst dich teilweise auch noch um das Vertragsmanagement, ne? Ja, wir legen alle Verträge ab. Die brauchen wir natürlich Ja, auch. Um die Forderungen oder Verbindlichkeiten hier vernünftig verwalten zu können, müssen wir ja wissen, ja, was ist verhandelt. ja, Ähm, und wie gesagt, wir sprechen mit den Banken für unsere Kunden. Also wir haben da schon, sagen wir mal, Buchhaltung plus. Das muss man wirklich ja. sagen. Wir machen da viel bis zum Schriftwechsel und zwar mit den Vertragspartnern immer bis zum gewissen Punkt fangen wir das schon für unsere Hm. Kunden ab und helfen denen, dass die
den Kopf für ihr Tagesgeschäft oder für ihr Kerngeschäft frei haben. Ja, ich weiß, dass du auch viel im Austausch bist mit Frank, was neue Funktionen angeht und was Anforderungen angeht. Und ich bin auch schon gespannt, was da dann so als nächstes kommt und was ihr euch als nächstes ausdenkt. Und ich fand das jetzt so als Einblick auch mal wirklich super hilfreich, Michael. Ganz, Ah, ganz lieben Dank und liebe Grüße auch an die Kollegen und vielen Dank für die ja, langjährige, tolle Zusammenarbeit. ja, Ähm, ne, Gruß nach Hamburg. Und dann würde Dankeschön. ich sagen, Ja, vielen tschüss Dank. und zurück zu Inga, ne? Tschüss, Michael. Ja, tschüss. Ganz vielen lieben Dank für diese kleine Zeitreise, ihr beiden. Und auch vielen Dank für den Einblick in die Herausforderungen im Groß- und Einzelhandel. Wenn du als Zuschauer jetzt noch Fragen hast zu unserem System beispielsweise oder auch an Michael, dann komm gerne auf uns zu. Die Kontaktdaten findest du wie immer unten in der Beschreibung zum Video. Bis zum nächsten Mal.